Hallo, ich bin Inga und ich wohne mit meiner Familie hier in diesem schönen Schwedenhaus an der mecklenburgischen Ostseeküste. Und ich würde euch total gerne mal unser kleines Bullabü zeigen. Also kommt gern mit. So, herzlich willkommen nochmal hier in unserem Eingangsbereich. Das ist unser Flur, den haben wir jetzt ziemlich offen gehalten. Ja, und hier findet ihr schon so ein paar Andenken an Schweden. Ich liebe es ja, in schwedischen Secondhand-Märkten zu bummeln und einzukaufen. Und ich habe hier schon das eine oder andere Stück auf jeden Fall mitgebracht. Unter anderem diesen Stuhl, finde ich wunderschön. Und auch das Schränkchen, das ist aus Mariannelund. Wer Astrid Lindgren und Michel kennt, der weiß, dass Mariannelund der Ort ist, wo der Markt immer war, bei Michel. Ich arbeite derzeit als Grundschullehrerin, unterrichte Musik und Englisch und Kunst am liebsten. Und habe das aber nicht studiert, also ich bin eine Seiteneinsteigerin. Also mittlerweile ist es so, dass aus der Liebe für die Blumen ein kleines Gewerbe entstanden ist. Also dass ich die Kränze verkaufe, dass ich Blumen für Veranstaltungen mache, für Hochzeiten. Das ist dann schon wirklich ein Träumchen. Mhm. Das ist die Garderobe, die bei meinen Großeltern im Eingangsbereich, also auch im Flur, hing. Und die fand ich als kleines Kind schon immer richtig, richtig toll. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch hier überall diese wunderschönen Blumenverzierungen. Und dieses Haus ist ja ein Neubau, wenn man es so will. Und den Kontrast zwischen alt und neu und hell und dunkel, das mag ich einfach total gerne. Und aus diesem Grund vermischen sich hier auch so die Stile. Jetzt zeige ich euch noch unser kleines Bad, das Gästebad. Das ist ja der Klassiker, immer direkt neben dem Eingangsbereich. Es ist ein bisschen rosa, aber ich fand die Kombi mit Grau und Rosa ziemlich gut. Und was würde Pippi Langstrumpf jetzt tun? Tatsächlich stelle ich mir wirklich häufig die Frage, weil manchmal muss man so Entscheidungen treffen oder gerät in Situationen und das hilft wirklich, wenn man sich fragt, was würde denn Pippi Langstrumpf machen? Und meistens würde sie sich für Mut entscheiden und den braucht man auch manchmal sehr. Eine Sache, die uns ziemlich wichtig war, als wir gebaut haben, war, dass jeder sein eigenes Reich hat und jeder sein Zimmer bekommt, weil Matthias und ich doch schon auch unterschiedliche Vorlieben haben und ich ein bisschen eher die Chaotin bin. Kommt mal mit, ich zeige euch mal mein Zimmer. Ist natürlich jetzt nicht so chaotisch wie sonst, ich habe extra aufgeräumt für euch. Dieses Zimmer ist für mich auf jeden Fall Rückzugsort. Manchmal sitze ich einfach nur auf dem Sofa und schreibe Texte, denke nach. Aber auch hier, das ist mein Arbeitsplatz. Hier gebe ich auch Online-Workshops, binde Kränze im Winter oder korrigiere auch mal ein paar Sachen für die Schule. Diesen Stuhl übrigens habe ich auch aus dem Loppis aus Schweden und habe ihn jetzt angesprüht. Also er war ursprünglich Silber und Holz und ich habe ihn dann ein bisschen in meinen derzeitigen Lieblingsfarben gestaltet. Wir sind jedes Jahr mindestens einmal in Schweden, manchmal auch öfter. Mein Name ist ja Inga, ich komme aber nicht aus Schweden. Aber man hat mir, als ich klein war, erzählt, ich wäre dort entstanden. Das hat tatsächlich ein bisschen was mit mir gemacht. Und Vögel ziehen sich hier wirklich auch durchs Haus. Liegt daran, dass mein Opa ein riesengroßer Vogelfreund war. Der hat dann auch irgendwie sich Nüsse auf die Hand gelegt und hat dann die Vögel gerufen. Die kamen dann aus seiner Hand, haben die gegessen. Und auch als wir Kinder waren, konnten wir das machen. Das war schon immer ziemlich was Besonderes. Und der Lieblingsvogel meiner Mutter war ein Rotkehlchen. Und genau dieser Vogel, der hat irgendwie auch eine wichtige Bedeutung für mich. Immer wenn ich den im Garten sehe, dann ist es ein bisschen, als wäre sie da. Meine Mutter ist ziemlich früh gestorben, da war ich 16 und vielleicht halte ich deswegen auch gern an manch älteren Dingen fest oder an Erinnerungsstücken. Irgendwie ist sie dann ein bisschen mehr bei mir.
Und jetzt zeige ich euch mal unseren Essbereich. Wir wohnen hier mit unseren beiden Töchtern. Also insgesamt sind wir 4 Personen und eine Katze. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal baue, dann möchte ich ein rundes Fenster haben. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich am Anfang meines Studiums in Irland gelebt habe. In einer WG, wo wir ein rundes Fenster in der Küche hatten. Mein Traum wäre es noch, ein bisschen in diesem Fenster zu sitzen und dann so auf die Ostsee zu gucken. Im Juli 2017 wurde das Haus geliefert und in Fertigteilen aufgebaut und zusammengesteckt. Das war ein bisschen so wie Lego. Das Haus wurde direkt in Schweden für uns produziert und dann hier rüber transportiert. Und dann ging das total schnell. Innerhalb von 3 Monaten konnten wir hier einziehen. Wir haben Wände noch versetzen lassen. Wir haben das ganze Haus ein bisschen vergrößern lassen an beiden Seiten. Oben war es am Anfang auch ein bisschen anders geplant. Da haben wir nur mit einem Kinderzimmer geplant und da musste während der Planungsphase spontan noch ein zweites dazukommen, weshalb wir jetzt leider keinen begehbaren Kleiderschrank mehr haben. Aber nun gut, dafür haben wir eine zweite Tochter. Jetzt zeige ich euch noch ein Stück, was mir hier besonders am Herzen liegt in diesem Essbereich. Und das ist mein altes Biedermeier-Sofa. Da ist das gute Stück, petrolfarbener Samt. Das ist ein, ich sage jetzt mal, Familienerbstück. Es ist von Tante Margot. Tante Margot ist nicht meine richtige Tante, sondern vielmehr war das eine Freundin meiner Oma. Und als ich ganz klein war, saß ich schon auf diesem Sofa. Und ich habe immer gesagt, oh, wenn ich mal groß bin, ich hätte so gern dieses Sofa. Und der Tante Margot gesagt, wenn ich mal sterbe, du erbst dieses Sofa. Und jetzt zeige ich euch mal unser Sofa und die gemütlichere Ecke in diesem unteren Bereich. Kommt mal mit. Noch eine kleine Erinnerung an meine Kindheit ist das Klavier. Darauf spiele ich, seitdem ich 6 bin. Ich hatte 10 Jahre Unterricht und Musik ist wirklich schon von klein auf meine große Leidenschaft. Noch vor den Blumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja für mich irgendwie was ganz Besonderes, Musik zu machen, Musik zu hören. Was jetzt noch fehlt, ist die Küche, denn die haben wir noch gar nicht gesehen. Also mitkommen. Ich habe die Küche gesehen und mich direkt verliebt. Die Küche kommt aus dem Möbelgeschäft einer Freundin von mir. Und ich habe immer gesagt, wenn ich ein Haus baue, kaufe ich meine Küche bei dir. Und die Küche, die hatte ich schon vorm Haus. Also ich habe schon vor dem Hausbau gewusst, genau so soll meine Küche aussehen. Ich kaufe natürlich in Schweden nicht immer nur gebrauchte Dinge, sondern manchmal auch neue. So habe ich zum Beispiel hier für Backpulver und auch für Vanillezucker diese beiden Döschen mitgebracht. Ich meine, eventuell passen sie wunderbar auch zur Küche und sie mussten einfach mit. Jag talar inte svenska. Ich rede kein Schwedisch, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Liste der Dinge, die ich noch machen möchte, Schwedisch lernen. Und jetzt zeige ich euch noch die obere Etage. Das ist Manfred und Manfred ist mit uns an die Ostsee gezogen. Das heißt, den haben wir schon in unserer ersten gemeinsamen Wohnung in Göttingen gehabt, wo wir 3, 4 Jahre zusammen gelebt haben. Und unsere Leidenschaft für Schweden war eben auch schon vor unserem Umzug an die Ostsee und vor dem Hausbau relativ groß. Und deshalb hing dieser Elch eben auch schon in der Göttinger Stadtwohnung und ist jetzt eben mit in unser Schwedenhaus gezogen. Das hier ist unsere Galerie. Die ist ganz typisch für so schwedische Häuser. Im alltäglichen Leben ist es schon hier auch eher chaotisch und Kinderspielzimmer, ne?
Und was ich besonders toll finde hieran ist einfach, dass es so offen gehalten ist und dass wir halt auch hier so schön runter gucken können. Hier sieht man auch so ein bisschen schon die Konstruktion meiner jüngeren Tochter. Die baut immer ihre Möbel hier auch selber aus diversen Sachen und macht so Heißkleber-Experimente. Wir haben ja gerade schon über den Ausblick gesprochen, und zwar über den durch das runde Fenster. Aber mein allerliebster Blick ist der durch dieses Fenster. Kommt mal mit, ich zeige euch das. Denn von hier sehe ich meinen Garten, und zwar von oben. Verrückt die Idee, ich würde gerne auf der Toilette sitzen und auf die Ostsee gucken. Es funktioniert, aber ich sitze natürlich selten bei offenem Fenster hier in der Realität. Ich habe euch ja schon erzählt, dass hier in diesem Haus jeder sein eigenes Zimmer hat. Und ich zeige euch jetzt mal das Zimmer von Matthias. Ich habe ja eine große Leidenschaft für Blumen und er hat eine große Leidenschaft für das Endurofahren. Die Kinder fahren richtig gern mit diesem Motorrad. Für mich persönlich ist das nichts, aber die haben da gar keine Furcht. Und dann wird hier irgendwie ums Haus herum so ein Slalom aufgebaut und so ein kleiner Parcours, mal übers Brett rüberfahren. Und ja, das macht denen schon richtig Spaß. So, und jetzt gehen wir mal in das Zimmer meiner Tochter. Sie ist jetzt an dem Punkt, wo ich gar nicht mehr viel zu sagen habe in ihrem Zimmer. Und sie hat sich ein Konzept vorher gemacht für dieses Zimmer. Es soll alles in rosa-weiß sein. Und wie man sieht, hat sie das auch umgesetzt. Also sie ist 11 und ich finde das schon beachtlich, mit welcher Detailverliebtheit sie ihr Zimmer hier einrichtet. Worauf ich im Sommer überhaupt nicht verzichten möchte, sind Gurken. Ich liebe es, frische Gurken zu ernten. Schlangengurken. Und ja, das ist einfach total schön. Ich verbringe hier im Frühling auch ganz viel Zeit mit meiner Anzucht. Und ja, ich liebe das einfach. Gurke. Meine Großeltern, also meine Oma und auch meine ganze Familie hatte eigentlich immer einen Garten. Und seitdem wir jetzt das Haus gebaut haben, seitdem wir hier wohnen, ist es, glaube ich, so richtig mit mir durchgegangen. Weil jetzt macht es für mich wirklich Sinn oder ergibt für mich total Sinn, Beete anzulegen, weil ich weiß, dass das bleibt. Wenn ich morgens hier durch den Garten gehe und so auf Schneckensuche bin oder irgendwie, dann sehe ich mich manchmal von oben und sehe dann wirklich auch meine Oma, wie sie morgens irgendwie im Nachthemd durch den Garten lief. Ja, dieses Beet mag ich total gerne. Erstmal wieder typisch schwedisch in diesem Palettenrahmen. Und ja, es ist einfach, ich mag das total gerne, wenn die Beete ein bisschen wilder auch sind. Zum Beispiel hier in diesem Jahr blüht die Skabiose wahnsinnig schön. Und auch zusammen hier in Verbindung mit der weißen Cosmesos gefällt mir einfach total. Das ist also mein Blumentrockenschuppen. Genau, in den Sommermonaten trocknet es hier wunderbar. Im Winter muss ich es reinnehmen, weil dann wird es hier leider ein bisschen zu feucht. Es ist wirklich das, was wir sozusagen uns erträumt haben. Es ist ländlich, es ist bunt, es ist wild und es ist unser kleines Bullabü, weil wir halt hier schalten und walten können, wie wir wollen und einfach unsere Vorstellungen und Ideen umsetzen können. Das war die Roomtour durch unser kleines Bullabü. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann klickt hier und abonniert den Kanal.